Die Konquistadoren laufen vom Band, liebe Freunde. Und Kolumbus, der hat uns schon einen riesengroßen Dienst erwiesen. Der hat uns ja alles aufgedeckt. Finde ich richtig stark, muss ich einfach nochmal sagen. Und wenn ich mir das hier so anschaue, Leute, das wäre so eine richtig geile Position für eine Schatzflotte gewesen. Aber da kommt man nicht hin. Also, ne, das ist unmöglich, da jetzt irgendwo hinzusiedeln. Aber die Konzentration an Schatzressourcen, die ist schon heftig, oder? Alleine hier 4 Stück mit der Stadt, je nachdem, wo man sie platziert, noch eine fünfte dazu. Und dann hier nochmal, hei. Schade, schade, dass das die bessere Küste ist im Endeffekt. Wobei hier hinten, ja, es gibt so die eine oder andere Stelle. Hier oben haben wir ja gesagt, möchten wir auf jeden Fall. Vilnius sind wir am Eingemeinden, beziehungsweise am Befreunden. Hier oben kommt noch eine Siedlung hin, die wir extra gründen. Aber so direkt an der Küste sehe ich jetzt gar keine so riesengeile Position. Wäre jetzt sowieso ohne Krieg nicht weiter, ohne weiteres möglich. Aber gut, Kiew wäre noch die Frage, sollen wir mit denen was machen? Da sehe ich aber jetzt ehrlich gesagt nicht so einen Riesensinn drin. Mhm. Ne, ich glaube, das gibt mir Probleme, als alles wert ist dann später. Das lassen wir mal. Wir haben noch nicht mehr so viel Einfluss. Das lassen wir. Wir gucken mal. Wir gucken mal und gehen in die wobei, warte mal, ich könnte ja hier noch einen Missionar kaufen. Ich glaube, bis wir hier einen runtergebracht haben, wenn wir überhaupt einen schon geschickt haben, das dauert mir zu lange. Dann kaufen wir hier lieber noch einen. Und der kann dann in der nächsten Runde hier gegen missionieren. Da steht ja auch schon von Machiavelli einer bereit. Beziehungsweise der hat uns gerade hier missioniert. Und das müssen wir natürlich mal rückgängig machen. Das geht so nicht. Der Zweck des Bauens ist es, die Dinge zusammenzuhalten. Der Zweck der Architektur ist es, uns zu bewegen. Nochmal eine Reliquie bekommen. Sehr schön. Ne, wir gehen der Reihe nach. Kommt, wir gehen der Reihe nach. Künstlerische Freiheit. Studenten reichen ein Wörterbuch mit wilden Kritzeleien herum. Die braunen und schwarzen Kreise bilden eine abstrakte Form. Vielleicht ein Bär. Einer von ihnen, ungeduldig und gelangweilt, hat am Rand herumgemalt, statt aufzupassen. Das ist aber nicht so gut. Die Studenten scheinen diesen enthusiastischen Unterfangen zu schätzen, oder? Die abstrakte Denkweise könnte sich das nützlich. Ich glaube, die abstrakte Denkweise könnte sich noch als nützlich erweisen. Hinsichtlich dessen, dass wir feiertechnisch eigentlich gar nicht so wirklich viel brauchen. Also ist zwar ganz cool, aber ist jetzt nicht notwendig für uns. In Gadir kann vergrößert werden. Ressourcentechnisch sollten wir mittlerweile irgendwie, hoffe ich mal, alles haben. Produktion wäre hier natürlich noch ein Thema. Produktion und Zufriedenheit. Ja, die Felder sind einfach zu gut, dass wir die liegen lassen könnten. Wie machen wir hier weiter? Stadtplanung wollte ich, glaube ich, als erstes jetzt machen. Stadtplanung ist wichtig wegen dem letzten Spezialistenlimit, das wir noch erreichen können, um dadurch unseren Baum hier weiterzukommen, im Wissenschaftsbaum. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. 40 Gesamtertrag. Mal gespannt. Kultur sind wir ja durch. Wirtschaft glaube ich nicht mehr dran und Militär sowieso schon mal gar nicht. Aber das wird sich alles noch zeigen. Wir möchten Ich mache jetzt hier erstmal noch ein paar Konquistadoren, soweit ich die irgendwo machen kann. Hier geht's jetzt nicht, weil ich hier noch keinen Kai beziehungsweise weil ich hier keinen Kai bauen kann, so rum. Ähm, Da werden wir noch ein paar gute Felder machen. Gildenhaus Verlies ist halt auch eine geile Kombi. Das gibt schon mal Basis, 7, 13 Punkte. Pavillon Observatorium war hier, glaube ich, dass wir das noch zum haben wir das hier irgendwo gebaut? Ja, ich glaube, hier steht die Universität, genau. Da wollte ich's dazu bauen. Gibt zwar nur 4, aber in dem Fall ist mir das relativ. Hier könnten wir 'n Konquistador bauen, das machen wir auch. Und was wollte ich hier mit ach so, ja, das war nur so 'ne schnelle Eingreiftruppe, glaube ich, die ich hier reinstellen wollte. Dann geht hier die nächste Schatzflotte weiter. Was wollte ich mit ihm hier machen? Ach so, der hätte hier vielleicht 'n bisschen erkunden können noch. Das war ja den hat man ja aufgeladen mit dem Konquistador. Der hat ja 3 Einheiten insgesamt dazu bekommen und der kann hier mal so 'n bisschen erkunden gehen. Den hier, der hat mehr Reichweite und mehr Sichtweite, glaube ich, bekommen. Und der könnte mal hier runter noch mal fahren. Den brauchen wir dann ja auch nicht aktuell. Dann haben wir den Missionar, der kann direkt gegenmissionieren und wir haben die Schatzflotte, den Schatzkonvoi besser gesagt, der hier hochfahren kann. 8 Runden jeweils, das ist absolut egal, wie wir das fahren. Wobei es eigentlich Sinn macht, ihn jede Runde noch mal neu zu bewegen, wenn dann Schiffe da stehen und der si ist egal.
ist egal. Ich habe ja, Conquistador habe ich ja keine mehr eingeschläfert, oder? Hatten wir alle aufgebraucht, zu meiner Meinung nach. Beziehungsweise, wenn nicht, sind die irgendwo am Rumlaufen noch. Sehen wir dann. Teneriffa kann noch ein paar Ressourcen bekommen, und zwar, ich glaube, die Färbemittel waren es noch. Die sollten noch machbar sein. Die Fische hier oben auch noch. Dann gehen wir erstmal eins nach hier oben. Der kann hier hin, kann sich hier ausruhen mit den ganzen Schiffen hier zusammen. Ich glaube, die sind alle schon auf Ausruhen gestellt. Den machen wir auch noch direkt. Der kann hier gegen missionieren. Oh, wir haben doch noch was bekommen, einen Meilenstein, wegen der Missionierung von den in den fernen Ländern. Ja, das ist ja in Ordnung, aber ganz schaffen wir es, glaube ich, nicht. Da müsste jetzt relativ bald ein Krieg ausbrechen, und selbst dann ist es, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Genae könnte auch noch ein Conquist, aber 7 Runden ist mir eigentlich zu lange. Dann baue ich lieber die Kombi aus Pavillon und Brennofen. Pavillon könnte hier rauf zum Tempel. Ja, das können wir machen. Den lassen wir auch hier stehen. Und der Heerführer, kann der hier noch ein bisschen weiterlaufen? Vielleicht schaffen wir es ja noch zum Teil ins Landesinnere zu kommen. Schatzflotten, die cruisen gemütlich hier weiter. Und die kann auch direkt ausladen. Wieder ein Schatzflottenpunkt mehr. Das schadet nichts. Hier haben wir noch einen stehen. Wo sollte der denn hin? Ah, wegen dem Fluss, genau, ja, wegen diesem Mini-Fluss. Wobei das hier lohnenswerter aussieht irgendwie. Oder hier sogar. Warte mal, fahr du wieder mal hier hin. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Er kann ja über die Grenzen drüber. So, jetzt haben wir hier den nächsten Spezialisten, den wir einsetzen können. Wie viel haben wir hier? 20 Punkte. Hier haben wir 21,5 sogar schon. Okay. Und hier bekommen wir jeweils dazu 6,5. Naja, das wird alles nicht passen. 20,5 mit einem Spezialisten schon drin. Hier haben wir 12 mit 0. Nee, eigentlich machen wir hier drauf. Komm. Das wird nichts bei den Feldern, bin ich mir fast sicher. Karthago könnte noch ein Conquistador machen. 4 Runden ist in Ordnung. 7 Runden ist mir zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann würde ich hier Gildenhaus und Verlies tatsächlich machen. 7 und 2 kann hier hin. Hier waren auch 7 Runden oder 6 Runden. Nee, 4 Runden machen wir in der Hauptstadt. Das passt dann erstmal. So dringend braucht man jetzt auch wieder nicht. Gildenhaus wäre hier auch eine Möglichkeit. Gildenhaus gibt halt am meisten Punkte einfach dazu. Machen wir hier rein. Und dann können wir hier nämlich auch einen Spezialisten nochmal einsetzen. Hier haben wir 21,5. Hier haben wir 22,5 und hier haben wir 17,5. Na gut, dann ist ja klar, wo wir es hinsetzen. Gibt alles mehr oder weniger gleich viel Punkte. Machen wir hier rauf. Wie viel haben wir hier jetzt? 30. Ja, das könnte was werden, theoretisch, noch mit dem nächsten Limit. Ja gut, die ist vorbei. Da geht es nicht weiter. Schade. Schade drum. Was kann Francisco Pizarro? In fernen Ländern auf einen Heerführer mit 3 freien Plätzen aktivieren. Oh, schon wieder? Na gut, dann brauchen wir noch einen Heerführer, den wir hier... Da geht ja nicht... Beziehungsweise doch könnten wir theoretisch. Wir können ja einfach die Einheiten ausladen und den da hinten stehen lassen. Das geht, glaube ich, schneller. Der soll mal hier hin. Hier laden wir dann einfach die Einheiten aus, schicken die nach Palma. Und dann passt das. Da brauche ich jetzt nicht mit irgendeinem anderen Heerführer noch irgendwo rumgurken. Missionarstechnisch können wir hier weitermachen. Vielleicht sogar hier. Hier ist ja ein Landgeländefeld. Was die hier gründen, war. So, also komplett sinnfrei, meiner Meinung nach. Komplett sinnfrei. Au. Vilnius gehört zu uns. Gesandte sind eingetroffen, haben ein Geschenk gebracht. 125 Kultur. Ja, hätte üppiger ausfallen dürfen, sage ich mal. Aber ich beschwere mich jetzt nicht. Hier gibt es keine Spezialisten. Hier können wir so ein Kombifeld aus Nahrung und Produktion machen. Wäre natürlich auch die Frage, wann sollten wir die vielleicht doch mal umwandeln in Städte? Wie sieht es eigentlich mit Kohle? Können wir die noch ein paar ausstellen? Wir haben hier noch 2 Tempel. Das hier und hier. So, da haben wir eigentlich fast alle ausgestellt. Einen hätten wir noch frei.
2000 Gold kostet das halt jeweils, wa? Wir brauchen auch dringend nochmal neue Missionare. Hier ist alles wieder gegenmissioniert, aber überall. Das ist ja ganz krass, das ist ja geisteskrank. Hier oben nicht, das wundert mich irgendwie. Hier oben lassen sie es, aber bei mir hier unten sind sie übel am Start. Wisst ihr was, ich kaufe die. Ich kaufe die Missionare jetzt überall in jeder Stadt ein und ich lasse sie dann auch da stehen, dass wir zumindest unsere eigenen Städte halten können. Weil das dauert mir jetzt auch zu lange, das alles nochmal zu produzieren und so weiter und so fort. Mozia ist, glaube ich, noch safe, ja. Gadir kann noch einen gebrauchen. Ruyat ist aktuell auch noch safe. Mallet kann auch noch einen gebrauchen. Nee, warte. Nicht produzieren. Das dauert mir sonst zu lange. Ich möchte da gehen uns auch haufenweise Boni verloren dadurch. Das ist natürlich nicht so geil. Basar wäre hier ganz gut. Universität wäre ganz gut mit +6. Aber das sind alles zeitlos Gebäude. Das ist jetzt nicht so geil. Basar hat +7. Den könnten wir hier bauen. Das macht Sinn. Aufs Gildenhaus dazu. Das könnte ein gutes Feld werden. Utica. Universität +7. Zum Gasthaus dazu. Das könnte auch ein gutes Feld werden. Und den Hippo. Pavillon ist sehr stark. Pavillon ist stark. Waffenmeister ist stark. Pavillon macht aber hier nicht so wirklich Sinn. Wo haben wir den Waffenmeister? Der könnte zur Universität dazu. Das macht Sinn, jawohl. Der kann mal schnell hier raus, bevor ich wieder eingesperrt bin. Ah. Hoffen wir mal, dass die sich vielleicht irgendwie noch bewegen. So müssen wir Einfluss ausgeben. Da kann ich es auch nicht ändern. Genau die Einheit bleibt natürlich hier stehen. Ich fasse es nicht. Aber wir kommen rüber. Ordnung. Alles gut, alles gut. So. Dann in Mallet. Ofen. Boah, Pavillon. Boah, Sägemühle. Ja, die ist zeitlos. Die kaufen wir lieber. Pavillon ist sehr stark hier. Mit 9. Können wir den irgendwo dazu bauen? Nee. Bauen wir den hier hin? Kann man den Spezialisten irgendwo sinnvoll einsetzen? 36. Oh, das ist unser erstes Feld mit 40, Leute. Und das könnte unser zweites sogar werden, weil die mit den Bergen ist halt extrem stark. Das ist unser erstes Feld mit 40 Einnahmepunkten. Da sind wir. 1, 2, 3, noch 4 Stück. Noch 4 Stück. Missionar direkt mal gegenmissionieren. Das war ja so geplant. Die haben wir dafür extra gekauft. Den können wir aktivieren. Er hat 50 Gold für jedes Geländefeld. Wir haben aktuell 2379. Oh, 200 Gold bekommen. Ja, okay. Ja, da war es doch. Ich dachte, der würde hier weitergehen, aber der wird hier unterbrochen durch ein nicht schiffbares Flussgeländefeld. Es sah so aus, als würde hier weitergehen. Schade, aber egal. Das brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Missionar, der kann auch weiter loslegen hier. Und der hier auch. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Goldeinkommen ist jetzt gar nicht mal so geil mehr, muss ich gestehen. 300 irgendwas, ja, war schon besser. Schatzplotte, einmal auskippen bitte. Und auch hier den ersten Meilenstein abgeschlossen. Fortschritt ansehen. Da haben wir es. Insgesamt brauchen wir 30 Punkte. Ich bin der Meinung, das wird nichts mehr. Bin ich ehrlich. Armbrustschützen bleiben hier. Weiß gar nicht, warum die haben von irgendwoher haben wir die angekarrt. Weiß gar nicht mehr von wo. Das ist so unfassbar, ne? Diese ständige Gegenmissioniererei hier. Wenn Mönche rechtschaffen sind, sind Rajas rechtschaffen. Wenn Minister rechtschaffen sind, sind Brahmanen und Hausherren rechtschaffen. So sind Stadtbewohner und Dorfbewohner rechtschaffen. Dann gucken wir mal, ob wir das hier irgendwo noch unterbekommen. Ah ne, ich sehe gerade, wir haben eine neue Feier. Dann warten wir ganz kurz. Da mache ich hier noch nichts. Machen wir gleich. Vollständiges Set. Ein Bauer, der sein Feld pflügt, findet ein weiteres kunstvolles goldenes Horn, das mit der gleichen Handwerkskunst hergestellt wurde wie das in der Nähe des Marktes ausgegraben wurde. Die beiden wiedervereinten Schätze werden als Repräsentanten antiker Genialität gefeiert. Die hören an der Ausstellung zeigen oder Forschung über ihr antikes Erbe in Auftrag geben. Ich glaube, ich nehme in dem Fall das Gold, das bringt mir mehr. Rein vom Revenue her. Das sind fast 2, irgendwas Runden. Das bringt mehr. Kultur brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht mal so dringend. Und unser Stadtstaat. Der ist auch fertig. Wo ist unser Siedler eigentlich? Hier. Sehr gut, der ist auch gleich hier. Was können wir machen? Das blöde Gebäude nehmen wir nicht. Kulturgebäude erhalten +1 Kultur für jeden Stadtstaat. Das ist auch nicht so gut. Erhalt eine Reliquie. Die brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Kultur für Lagerhausgebäude. Uha. Dann nehmen wir doch das hier. Jawohl.
Kultur für Lagerhausgebäude ist stark und wir machen hier, glaube ich, auch direkt weiter mit dem Eingemeinden. Den möchte ich schon haben. Und hier geht's weiter. Theologie hatten wir alles. Spanische Ausrichtung haben wir die Armada noch nicht. Wir haben ja einiges noch nicht tatsächlich. Ein Siedlungslimit kann man es noch mitnehmen. Und die Fortbewegung. Aber hier... Eigentlich müssen wir gucken, dass wir alle Siedlungslimitpunkte auf jeden Fall mitnehmen. Das ist das hier, das hier, das hier. 6 Runden für den. Zufriedenheit und Einfluss durch den Palast. Ja, eigentlich wollte ich ja die Dinger holen. Die uns was bringen hier. Nahrung für jede Nahrungsnachbarschaft zum Beispiel. Was gibt der hier? Gold für Gold nach? Ja, doch, das können wir auch nochmal mitnehmen. Ist ja egal. Müssen wir eh durch. Die haben wir es auch noch nicht. Gold und Zufriedenheit für jede importierte Ressource. Ich glaube, da haben wir auch nichts. Das macht aber nichts. Das macht alles nichts. Nächste Feier. Nochmal Nahrung bitte. Und dann nehmen wir die Wissenschaft für Wissenschaftsnachbarschaft. Ich glaube, das könnte auch nochmal für die Geländefelder ganz nützlich sein. So, den schicken wir. Ja, der sollte hier gründen. Genau, damit wir die Ressourcen alle noch mitbekommen. Das ist okay. Mozia. Kann das Verlies irgendwas? 4 und 2. Ja, das sind die Zeitlos-Dinger. Das bringt uns nicht viel. Universität. Ja. Waffenmeister auch nicht. Okay. Nee, damit ist es egal. Dann fangen wir mit der Universität an. Bauen wir die hier unten hin. Können wir nichts groß machen, was ich gern haben wollen würde. 7. 7 wäre das Beste. Wobei halt Pavillon und ein Brennofen wäre schon eine bessere Kombi nochmal, war. Vor allem haben wir hier noch ganz, ganz wenige Stadtgeländefelder überhaupt. Denn der Brennofen auch überall gleich viel. Auch überall 5. Ja, dann ist es egal, wo wir den Pavillon hinbauen. Die möchte ich ganz zusammen auf ein Feld knallen. Ja, machen wir hier hin. Und dann können wir hier vielleicht auch schon noch irgendwo einen Spezialisten. 13, 15. Ressourcen haben wir alle, oder? Ja, das ist alles nicht so geil. Alles nicht so geil. Würde ich eher fast schon auf Produktion gehen, ehrlich gesagt, noch einmal. Komm, das macht mehr Sinn als Nahrung. Einflussüberschuss wissen wir. Kamele brauchen wir nicht. Die können drinbleiben für Passiveinkommen. Missionar, der sollte hier noch auf ein Landgeländefeld. Wahrscheinlich hierhin. Die gehen mir wirklich auf den Keks, muss ich sagen. Das ist ja insane. Das ist ja absolut insane, was die hier machen. Hä? Warum kann ich hier nicht gegen missionieren? Ist das kein... Hä, ist das ein Stadtgelände? Nee, das kann ja nicht sein. Ich bin doch hier im Stadtbezirk, ist orthodox, ja. Weird. Ich dachte, das hier wären nee. Ah, nicht modernisiert. Ach so, wir haben das noch. Ach, deswegen. Ah, dann macht das natürlich Sinn. Dann habe ich nichts gesagt. Das ist noch gar nicht modernisiert, das Ding. Na gut. Palma kann auch. So, das heißt, wir laden hier den aus. Setzt die ein, jawohl. Und die können jetzt alle mal hier nach Palma zurückrudern. Und hier mal so ein bisschen aufpassen. Den wollte ich, glaube ich, hier irgendwo hinfahren. Der ist ja auch schon unterwegs. Nee, das passt soweit. Das passt soweit. Und mit dem missionieren wir hier noch ein bisschen gegen. Das ist auch gut. Mal gespannt, wann wir den nächsten Conquistador bekommen. Machiavelli ist auch schon auf dem Feldzug irgendwo hin. Mit der Bombarde. Und jetzt kann man einiges vergrößern. Mozia. Mozia, hier oben, das war, glaube ich, sehr gut, oder? Müsste das beste Feld sein. Base ohne Spezialist 23. Und wir bekommen dazu 4, 6, 7, 10. Boah, das ist stark. Also Mozia, das Feld hier wird auch ein 40er-Feld, kann ich euch jetzt schon sagen. Da bin ich mir sicher. Karthago könnte noch ein Conquistador, mal nur 3 Runden. Und was kann er jetzt? Was kann Ines Suarez? Ja, da ist sie doch. Conquistadorin. Wusste ich doch, die waren damals schon soweit. Muss auf einem Geländefeld in fernen Ländern sein. Muss sich auf einem Geländefeld in einem zulässigen Siedlungsstandort befinden. In fernen Ländern
Für eine Siedlung aktivieren. Hierdurch wird eine neue Gemeinde erstellt. Ah, interessant. Interessant. Nur mal so rein, wie lange bräuchte die 21 Runden? Oh, 20 Runden. Mach ich. Machen wir. Setzen wir versuchen es. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Ich sehe halt keinen Sinn drin, jetzt hier eine Siedlung zu gründen. Hier gibt es keine Schatzressourcen. Die soll man da hinten hingurken und mal gucken, ob wir 20 Runden überhaupt noch durchhalten hier. Ähm, Was machen wir hier? Menagerie wäre ganz gut. Verlies wäre ganz gut. Ich finde die Menagerie relativ stark, weil die 7 zum Gildenhaus dazu. Das wird ein gutes Feld auch. Ja. Tenae. Da waren die Konquistadoren, die brauchen wir zu lange. Die brauchen wir zu lange. Menagerie und Verlies. Machen wir auch die Menagerie vielleicht? Ein Kornspeicher. Oder ein neues Feld aufmachen. Was haben wir noch? Brennofen. Verlies. Verlies wäre hier noch ganz gut. Auf die Universität dazu. Komm, machen wir das zuerst. Und hier ist der Pavillon halt stark. Gasthaus ist auch stark. Gasthaus ist richtig stark. Ja, machen wir hier dazu. Das wird auch ein gutes Feld, glaube ich, dann später irgendwann mal. Und hier hat er wieder den Stadtbezirk missioniert. Das kann nicht wahr sein. Das ist einfach nur frech. Das ist einfach nur frech, was die hier machen. Und der kann erstmal nichts machen. Den überspringen wir. Ich möchte ihn noch nicht einschläfern. So, den überspringen wir auch. Ich befürchte nämlich, die kommen gleich nochmal mit den nächsten Einheiten direkt. Und den fahren wir, ja, hier irgendwo hin. Vielleicht hier oder so. Ein Überschuss an Geld verteuert Dinge im Allgemeinen, während ein Mangel an Geld im Allgemeinen Dinge günstig macht. Gut, das brauchen wir nicht. Passatwinde, wir haben keine Die großen Stadt Ressourcen. ist wie ein großes Haus. Und das Haus ist wie eine kleine Stadt. Krankenhaus und Bank noch freigeschaltet. Und was war... Hast du nicht gesehen? Okay. Naja. Karthago. Karthago. Was braucht Karthago? Karthago braucht einen Spezialisten irgendwo, wo es sinnvoll ist. Hier haben wir 36, das reicht. Hier haben wir 20. 25, ja, hier haben wir 32, das würde auch ausreichend sein. Ja, da bekommen wir allein in der Hauptstadt bekommen wir die Felder ja schon fast voll. Machen wir das nächste Feld hier. Basar-Tempel. Und Tenae. Haben wir hier auch ein Feld schon ready? 31, das wird nicht reichen, oder? 3, 5, 6, 7. Nee, leider nicht. Leider nicht. Hier haben wir 27. Mit einem Spezialist, hier haben wir 17. Dann machen wir hier unten rein. Das sollte eigentlich auch ausreichend sein. Wir kommen die dazu. 2, 4, 5, 6, 7. Ja, und wir können noch 2 Spezialisten setzen. Sehr gut. Dann bekommen wir hier auch was gemacht. Und hier gehen wir in die letzten Färbemittel, die wir noch erreichen können, theoretisch. Auf Palma. So, was haben wir hier noch über? Was haben wir noch über? Den Metallguss. Ich glaube, den machen wir zuerst. Metallguss und dann Schießpulver. Bombarde haben wir schon gesehen. Die KI hat die schon. Wir sind da noch weit von entfernt. Komm, das machen wir. Ich setze die auch jetzt in Reihe. Wir bekommen es ja dann trotzdem mitgeteilt vom Spiel. Hippo. Boah, guck mal, da sind richtig gute Gebäude dazugekommen. Ich bin aber tempted, trotzdem Pavillon Brennofen, die beiden nochmal zu bauen. Wo kann der Brennofen bekommt? Ja, gut, das ist egal. Dann lass mal. Krankenhaus ist dann auch. Krankenhaus wäre stark. Nee, lass zuerst das bauen. Lass zuerst Krankenhaus bauen. Mit 10 Nahrung. So, die überspringen wir jedes Mal, solange wir unsere Siedlungen hier safe sind. Und der kann sich wegmissionieren. Dann sind wir die Einheit auch schon mal los. Hier ist die Landbezirk wieder. Nee, Stadtbezirk wieder mal gegen missioniert worden. Machiavelli ist aber auch hartnäckig. Das muss man ihm lassen, was das angeht. Vielleicht sollten wir da mal in seinen Ländereien nochmal vorbeischauen. Den überspringen wir. Der wartet ja nur auf den Conquistador. Ja, der braucht halt überall 3 Runden. Das ist blöd. Naja, dann ist es so. Aber die haben wir ja geschickt. Das ist in Ordnung. Wir können auf Palma ein bisschen Urlaub machen.
Meilenstein abgeschlossen. Oha. Warum das jetzt? Ja, ich beschwere mich ja nicht, aber okay. Gut, super. Nächsten Punkt abgeschlossen. Dann ist das ja relativ easy hier. Gucken wir mal, können wir hier was boosten? 30 Punkte, das wird nicht reichen. 3, 4, 5, 6, gibt es nur 7. Hier haben wir 27 Punkte. Hier geht es 2, 4, 6, 8. Bringt auch nichts. Hier haben wir 20 Punkte mit einem Spezialisten, gibt aber nur 7 Stück auch dazu. Ah, 10 Punkte ohne Spezialist, 16 Punkte ohne Spezialist. Das scheint mir am lukrativsten noch zu sein. Ja, doch. Doch, ich glaube, das hier wird am meisten Sinn machen noch. Hier gibt es 2, 3, 4, 7,5 dazu. Ja, dann reicht's. Dann reicht's. Hier 17,5, 30. Ah, das hatten wir, glaube ich, eben schon mal, oder? Das war das Feld, was nicht ausreichend war. 21,5, 17. Gucken wir schnell nochmal durch. 7, oh Gott. Ja, das reicht nicht. Wir brauchen hier jetzt 10. Wir kriegen nur 7,5 raus. Dann können wir eigentlich das 17er Feld hier benutzen. Oder? Da gibt es ja nicht viel Zuwachs zu. Das bringt uns auch nicht wirklich viel. Ich meine, wir müssen jetzt nicht so krass drauf achten, aber ja, komm, machen wir hier rein. Vielleicht gibt es noch irgendwann einen Punkt 2 dazu durch irgendwas. Hier nehmen wir die Fische mit. Für mehr Nahrung. Und hier ist das Verlies immer noch am stärksten. Wobei, nee, ich möchte den Waffenmeister eigentlich haben. Ich möchte eigentlich den Waffenmeister haben. Und auch hier Pavillon Brennofen wäre stark. Waffenmeister ist stark. 41 Produktion. Ja, ich glaube, wir machen einen Pavillon dann am besten. Er kann auf dem Bauernhof drauf. Da können wir hier nochmal einen Spezialisten irgendwo reinknallen. Der uns nicht allzu... doch, den können wir hier oben dann direkt wieder reinstecken. Hier haben wir 23,5. Das reicht trotzdem nicht. Oder? Doch, müsste ich. Hat so ausgerechnet. 31. Mal gucken. Steinmetz hätten wir hier noch als Zeitlosgebäude. Machen wir hier auch ein Pavillon. Ja, der kann hier hin. Die Fische knallen wir jetzt einfach irgendwo rein mit wenig. 49 erscheint mir recht wenig für eine Stadt. Bin ich ehrlich. Hat er hier Ruhe gehalten? Ja. Das erkennt man immer noch nicht so gut. Das ist ein bisschen nervig. Und dass er mir das hier auch nicht anzeigt. Er zeigt mir hier an, dass ich hier missionieren kann. Ja, super. Aber er sollte mir hier anzeigen, dass ich missionieren kann. Ah. Ich weiß es nicht. Das ist nicht so geil gemacht. Irgendwie. So, er hier kann auch nichts machen. Was war mit ihm hier? Ach. Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Was kann der? In fernen Ländern neben einem Naturwunder aktivieren. Erhalte 200 Gold für jedes Naturwundergeländefeld hier oder angrenzend. Okay. Das wird hoffentlich gehighlightet. Haben wir hier irgendwo ein Naturwunder? Was wir sehen können. Das ist die andere Sache. Hier wäre was. Na gut, dann gucken wir hier hin. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Oh, wobei, warte mal. Diesen... Ah, nein, ich glaube, das zählt das Spiel nicht so wirklich als neue Welt. Ja, ich sehe es jetzt halt nicht mehr. Würde ich jetzt noch sehen? Nee. Ja, dann machen wir nächste Runde. Dann lassen wir das mal. Dann machen wir die nächste Runde nochmal neu. Das würde mich jetzt mal noch interessieren. Schatzkonvoi fährt wieder hier hin. Müsste eigentlich der zweite auch fertig sein. Der bleibt hier stehen und wartet auf den Conquistador. Nächster Schatzkonvoi, der fährt hier hin. Und, unser Siedler ist angekommen. Sehr schön. Sehr schön. Dann gründen wir hier oben endlich mal wieder eine Siedlung. Ist lange her, Leute. Ist sehr, sehr lange her. Eine Siedlung gründen. Toledo. Toledo kann mal einiges kaufen direkt. Oder ich glaube, da boosten wir schon mal. Aber sobald wir das jetzt hier ein bisschen vergrößert haben. Wir gehen direkt Richtung Schatzressource hier. 2 Stück haben wir. Und dann boosten wir das Ganze. Da können wir die auch direkt bebauen. Pass mal auf. Wir können jetzt eine Fischereimole. Ne, die können wir noch nicht. Aber wir könnten... Schrotmühle und Sägemühle. Die müssen ja auf dem Fluss. Die können nur hierher. So, dann haben wir die. Dann können wir eine Fischereimole trotz allem noch bauen. Ja, von mir aus hierhin.
Dann würde ich fast schon einen Tempel noch hinbauen. Der kann ins Rathaus. Dann machen wir Sägewerk und Ziegelwerk. Das kommt dann hier hin. Und dann machen wir Kornspeicher und Steinmetz. So, dann haben wir alles. Und eine Mauer bekommt das Ding auch noch. Dann ist ja alles, ist ja alles fertig. Bisschen Gold ausgehen, macht aber nichts. Das sind ja relativ günstige Gebäude. Dann können wir den hier noch bebauen und bekommen dann tatsächlich relativ bald in 8 Runden die nächste Schatzflotte. Große Werk kann ich, glaube ich, auch noch eins jetzt ausstellen, wegen dem Tempel. Jawohl. Sehr gut. Und Ressourcenzuweisung. Hier wollte ich rein. Das ist ja schon zugeteilt worden. Ich glaube, die Fische hat das Ding bekommen. Ja. 8 Runden für Schatzkonvoi jeweils nochmal. Die starten jetzt dann alle in der gleichen Runde. Das ist immer ganz, ganz handy. Heißt, wir bekommen jetzt alle 8 Runden 5 Punkte. Wir sind noch unterwegs aktuell. 1, 2, 3, 4. Und da brauchen wir noch 1, 2, 3, 4, 5. Ja, der Punkt wäre vielleicht noch erreichbar, aber ich glaube mir nicht. Glaub mir nicht. Bin ich mir fast sicher. Ich bin auch noch ein bisschen verwundert, dass noch kein Krieg ausgebrochen ist. Bin ich ehrlich. Da hätte ich jetzt erwartet, dass es viel schneller Der eskaliert. Kolonialismus begnügt sich nicht damit, ein Volk in der Hand zu haben, sondern er wendet sich der Vergangenheit des unterdrückten Volkes zu und vernichtet sie. Da weiß ich nicht, ob wir das reinmachen sollen. 20% Gold vom Bergbaugemeinden, das können wir rausmachen, glaube ich. Wir haben nichts umgewandelt groß, das ist Quatsch. Und die Marineeinheiten brauchen wir auch nicht. Wir haben nicht so viele, dass wir das jetzt brauchen würden. Das kann raus und dann mache ich die beiden hier rein. Produktion für Produktionsnachbarschaft und Gold für Goldnachbarschaft. Das gibt uns vielleicht nochmal einen kleinen Boost. 531 Gold haben wir aktuell. 544, ja. Besser als nix. Und hier, das sieht gut aus. Das sieht tempting an. Nur 10 Base. Was haben wir hier? 35. Okay, dann haben wir hier nochmal ein Feld mit 40. Und damit sind wir auch schon durch. Goldenes Zeitalter im Wirtschaftsbereich. Im Wissenschaftsbereich. Aufgaben 5 Bezirke haben wir. Da kommen noch einige dazu, glaube ich. Da haben wir relativ gut gehaushaltet. Und machen hier jetzt weiter mit den Dingern hier. Imperialismus, Souveränität, die beiden machen wir noch. Dann brauchen wir spanische Ausrichtung definitiv noch. Ich glaube, wir machen hier zuerst weiter. Komm, das geht so schnell. Machen wir die Armada zuerst mal. Flottenkommandeure erhalten noch eine Beförderung. Und in Karthago machen wir weitere Konquistadoren. Das ist ein bisschen eingeschlafen jetzt in dem Fall. 8 Runden ist mehr was. Da muss ich darauf achten, dass die in Karthago produziert die ganze Zeit, weil da braucht man nichts an Gebäuden großartig. Und hier, oh, hier brauchen wir dringende Menagerie. Guck mal, 2,4 Zufriedenheit nur noch. Die ist ganz, ganz wichtig jetzt. Bauen wir die hier hin. Und knallen den Spezialisten trotzdem noch irgendwo rein, wo es sinnvoll ist. 23 hier, 17 hier. Ja, hier wahrscheinlich dann. Komm. Der kann übersprungen werden. Der muss schon wieder. Ah, das ist doch jede Runde mittlerweile. Also der missioniert hier jede Runde Gegner. Ich hoffe, sein Missionar ist jetzt weg. Das triggert mich. Das triggert mich einfach. Das ist in Ordnung. Zur Not müssen wir gleich mal noch ein paar von den Dingern hier kaufen und Machiavelli losschicken. So, da ist der Dude. Und dann schicken wir den doch lieber hier hin. Guck mal, das zählt tatsächlich. Für jedes Natur hier oder angrenzend. Okay. Also angrenzend zählt. Naja, gut, der bekommt jetzt 2. 3 sind hier. Und hier sind es auch 3. Hier braucht er 9 Runden, hier braucht er 8 Runden. Okay, da schicken wir ihn hier, dann ist er schneller. Zack. Dann haben wir das auch geklärt. Den überspringen wir. 9. Hernán Cortés. Was kann Cortés? Herren Ländern Heerführer mit 3. Ah, okay, er schon wieder. Hä? Wie oft kommt der denn bitte? Ja, moin, da kann der gleich weitermachen. Da ist das hier eine unendliche Einheitenproduktion. Francisco ist hier am Start. Er war schon ein Claudio Pizarro, aber der war ja anderweitig tätig. Wir, ja, 2 Infanterie, eine Kavallerieeinheit. Let's go. Und die laden wir direkt wieder aus und fahren die weiter. Ja, die brauchen wir hier nicht. Können jetzt nicht moven, weil sie gerade erstellt wurden. In der nächsten Runde aber geht das dann schon. Und irgendwas kann noch erstellt werden. Schatzflotte einmal ausladen. Nächster Schatzflottenpunkt. Weg damit. Und damit würde ich sagen, machen wir für heute schon wieder Schluss. Wir
Haben ein bisschen was erreicht. Gefällt mir ganz gut. Ich bin mal gespannt, worauf ich wirklich gespannt bin, ob er hier, ich weiß gar nicht, wo unser Conquistador hier rumgurkt. Hier unten müsste der irgendwann irgendwo rauskommen, glaube ich. Oder läuft der hier oben? Ne, er läuft hier oben lang, okay. Der fährt ja hier runter in ein paar 20 Runden für die. Das wird uns nichts mehr bringen in dem Zeitalter. Aber ich glaube, es ist gar nicht schlecht, wenn wir hier schon mal einen Fuß irgendwo reingesetzt haben, um dann später in der Moderne auch mit Flughäfen und so weiter und so fort, mit normalen Häfen, dass wir da ein bisschen Luft haben und ein bisschen Spielraum, um das Ganze dann hier weiterzumachen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, Leute, macht's gut. Ciao, ciao.